Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spontanes Deadly Premonition. Warum spontan, fragt ihr euch. Heute stand eigentlich nur The Path bei mir auf dem Aufnahmeplan, aber ich habe gerade einfach spontan Lust bekommen auf das Spiel, also da ist immer noch meine Blume. Machen wir das einfach mal spontan und das ist gerade relativ leise. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen lauter machen soll. Warum ich zurück in mein Zimmer gegangen bin, ich möchte mir einen anderen Anzug anziehen. Weil ich glaube, dass der schmutzig ist. Ja, dachte ich mir. Die anderen sind alle drei super sauber. Ziehen wir mal den an. Nein, den möchte ich bitte reinigen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier spontan, so. Hatte ich gerade Lust dazu. Und wie ihr ja wisst, hatten wir letzte Folge unser Date mit Emily. Nach dem tragischen Tod von Diane. Möge sie in Frieden ruhen oder so. Und wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder ist. Und Forrest Kaysen. Ich finde den ultra verdächtig, den Typ. Ultra verdächtig. Hey, am I still a suspect? Ja. No. Ja. Okay, well, good. Nein. Ja. My wife and I have been living separately for over 3 years now. Diane, she's a single woman, so this shouldn't be a problem. That's true. Das heißt trotzdem nicht, dass du einfach so rumvögeln kannst, wie du I feel möchtest. so bad for Diane, though. Gosh. Did you find out who did it? Der I can't discuss Regenmantelkiller. that. Ja. Yes, of course. I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. Wieso ist York so nett? But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. I'm clean as the sheets in this hotel. What's with that look? We don't have a problem, right? Doch, wir haben Probleme. Ich trau dir nämlich nicht. It looks like Kaysen is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. Ach, das hast du jetzt daraus herausgelesen. Der Forrest Kaysen, der entschuldigt mir die Ausdrucksweise, aber der hurt sich so hier durch die Stadt durch und steigt gerne auf irgendwelche Sachen drauf. You? Ich darf doch spazieren gehen, oder? Keine Sorge, ich reise nicht ab. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du bist hier und ich kann dich verhaften, wenn es plötzlich wird. Und wehe, du hast nur einen Finger auf Emily gelegt. Ich warne dich. Emily gehört mir. Hallo Polly, wie geht's dir? Oh, hi. Ich möchte was einkaufen, bitte. Automatikkugeln. Die kaufe ich gerne. 12er Projektile, weil die haben sich, falls ihr euch... Ah, ich werde heiser. Falls ihr euch erinnert, die haben sich sehr gut... Oh, schade. Die sind sehr gut gegen diese Grudge-Ladies, die da unsichtbar werden und so rumkrabbeln und eklig sind. Zigaretten kann ich immer brauchen. Von denen benutze ich auch immer wieder mal welche. Und es ist gerade echt ziemlich leise. Ich muss es nachher noch fixen. Lutscher, Schokokeks, Cracker, Schokolade. Oh, Schokolade. Donut, Käse, Kirschkuchen, Hotdogs. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Platz dafür, ne? Was habe ich denn alles in meinem Inventar, bitte? Kaffee mit Milch. Kaffee schwarz. Cola. Lutscher. 20 Stück. Puh. 8 Schokokekse, 5 Cracker, 2 Donuts. Wofür habe ich eigentlich den Köder? Einmal eine Dose, 2 das. Leuchtsignal, 1. Brauche ich nicht. Esse ich jetzt.
Jetzt habe ich wieder Platz für Sachen, ne? So macht man Platz. Oh, Ich möchte hi. einkaufen. Und zwar... Kann ich auch Leuchtsignale kaufen? Kann ich keine Leuchtsignale kaufen? Schade. Möchte ich bitte Schokolade kaufen? Noch eine? Kann ich nicht, okay. Und Kirschkuchen oder Hotdog? Was glaubt ihr? Wir nehmen Kirschkuchen. Oh, sieht voll... ich wollte gerade sagen lecker aus, aber es sieht eher aus wie so ein fettes Stück Pizza. Oh, wir kaufen so viel Kirschkuchen, wie wir können. Okay. Jetzt sind wir gut ausgestattet. Und ich habe nicht mal eine Ahnung, was gerade unser Ziel eigentlich ist. Diane ist tot, Becky ist tot. Wir hatten gestern ein heißes Date mit Emily. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Wir müssen bestimmt zurück zum... Ach, stimmt ja, wir hatten ja diesen Traum und wir mussten... Harry war da drin. Der Typ in dem Rollstuhl mit der Gasmaske, der nie redet. Wir sollten Harry heute mal besuchen. Ah, ich erinnere mich. Und dann können wir das gleich machen. Oh, ich hätte noch Kaffee kaufen sollen. Weil der Kaffee hilft relativ gut gegen Müdigkeit, also der schwarze Kaffee. Egal. Packen wir schon irgendwie. Solange jetzt nicht nochmal so eine Albtraumsequenz kommt, wo wir in der Welt mit Geisterzombies rumrennen, dann ist alles okay. Weil da kam jetzt relativ viel aufeinander. Zuerst Beckys Haus, dann die Galerie mit Diane. Jetzt sollte eigentlich mal wieder ein Part kommen, wo es ruhiger zugeht. Dieser Ladebildschirm ist gruselig. Ich weiß, den habt ihr schon öfters gesehen, aber jetzt gerade fällt mir auf, dass er verdammt gruselig ist. Und warum lädt das gerade so lang? Okay. Ist das Emily? Emily, hi! Was geht? Was ist los? York, I can't find Thomas. Was he here? No, I haven't seen him. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. Willst du mir sagen, What dass... about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying you didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. Was? He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I'm a bit Was ist worried. mit Thomas? George has asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. But I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know, Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, there haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, Haben wir don't we? nicht? He Welche did invite denn? me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? I think the FBI would take a more logical approach to investigations. But Emily, a serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic. That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great. Thanks. I was an idiot for thinking you might be a good pick. I really need to work on my taste in men. Nein, Emily, er ist perfekt für dich, wirklich. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir werden sie noch davon überzeugen, dass wir der Richtige sind. Ich muss sie überzeugen. Und sie ist weg. Ich muss sie überzeugen. Oh. Sie hat gesagt, ich wäre der Richtige für sie. Ist das süß? Ist das romantisch? Oh. Okay. Aber trotzdem nebenher gestellt, Thomas ist verschwunden. Mein süßer, kleiner, flauschiger Polizist Thomas, der mir immer das Spiel versüßt hat, wenn es schlimm war. Ich hoffe, er ist nicht tot. Also ich weiß, der Regen-Axt-Killer-Mensch da hat es immer nur auf Mädels abgesehen. Das ist, weil wir hatten jetzt schon 3 weibliche Opfer.
Aber ich hoffe, dass mit Thomas nichts ist. Ich mache mir Sorgen. Zach, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zach. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but we like different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. Okay. I like the more twisted ones, like the Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked, but for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Das ist nett. Ich mag nämlich auch Punk. Und so Punk-Rock. Das ist auch so Musik, die ich mag, aber die Sex Pistols sind schon cool, muss man sagen. Also, ich weiß auch nicht. Aber nicht, um nicht vom Thema abzuweichen. Thomas, wo bist du? Ich mach mir Sorgen. Wir hätten mithelfen sollen bei der Suche nach Thomas. Glaube ich. Harry hätten wir noch später besuchen können. Ist ja nicht so, dass er jetzt jede Sekunde abkratzen könnte. Naja, er kann eigentlich genau genommen jede Sekunde abkratzen. Hier kann irgendwie jeder jede Sekunde abkratzen. Das ist... Ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch wegen Thomas. Ein ganz, ganz komisches. Ich hoffe, er ist nicht tot. Wenn er wirklich tot sein sollte, werde ich weinen. Und das ist nicht cool. Gar nicht cool. Aber ich müsste eigentlich bald da sein, glaube ich. Alter, was ist da los? Die Straße ist voll komisch. Ja, chill. Ich könnte jetzt auch eigentlich übers Feld fahren. You know what? There was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Ups. Right, Zach? Das hat jetzt Never niemand forget gesehen. that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg Bop. The Ramones. That song still makes me feel good. And that's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. Let's hope they're still rocking on wherever they are. Er ist ein Filmfreak. Er ist ein Punkrock-Freak. Und wenn er einen Bart trägt, ist er unglaublich heiß. Jörg ist echt eine verdammt geile Sau. Also wirklich. Emily kann sich glücklich schätzen, dass wir ein Auge auf sie geworfen haben. Und wir werden sie noch 100% davon überzeugen, dass wir der Richtige sind. 100%. Bin ich mir... Alter, ich sehe es gerade, ich habe gerade schon 30% Tank verfahren. Alter. Oh, wir sind auch bald da. Es tut mir leid, dass wir jetzt wieder schon so lange Auto fahren. Ich könnte natürlich auch diese ganzen Sequenzen rausschneiden, aber ich bin nicht so eine, die endlos viele Cuts macht. Außer es ist halt was Technisches bedingt, wie wegen den Lags oder so. Ansonsten bin ich eher eine, die zeigt dann auch wirklich alles vom Spiel. Falls euch das nicht gefällt, tut mir echt leid. Ihr könnt jetzt auch weiter nach vorne skippen. Zu dem Punkt, an dem wir dann bei Harry sind. Falls ihr das möchtet. Das wird, glaube ich, noch so, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so dauern. Wenn ihr diese 30 Sekunden nicht hören wollt, wie ich einfach nur von mich hin rede, dann ist das auch okay. Auf jeden Fall. Wo ist Thomas? Ich hab's wieder... Nein, ich mache mir echt Sorgen um Thomas. Ich hoffe, dass da nichts passiert ist. Und ich hoffe, dass Harry jetzt nicht wieder komisch ist. Ach, was rede ich denn? Harry wird komisch sein. Aber vielleicht kann er uns ein paar Tipps geben.
sieht beeindruckend aus. Das Tor allein schon sieht beeindruckend aus. Mr. Francis York Oh, Morgan, nicht der schon wieder. finally you have arrived. You are welcome to come inside. Kann er nicht einfach York sagen wie jeder andere? Muss der immer den vollen Namen von irgendjemandem sagen? Das ist leicht irritierend. Wenn auch nicht nervig. Hui, ich bin schon drin. Ich dachte, jetzt muss ich noch... So, okay. Wir speichern erstmal, weil nicht, dass jetzt hier der Regenmantel-Killer auftaucht und wir 5 Quicktime-Events machen müssen. Ich bin gespannt. Mr. Francis York Morgan, Mr. Stewart has been waiting for you. To the meeting room you shall go to. Der ist creepy. Der könnte auch ein Verdächtiger sein, weil der ist echt... Der wird jetzt... Hä? What the fuck? The meeting room is through here. Please be kind. Be sincere. Dieser Harry hat eindeutig Komplexe, was das hier angeht, wenn er so komische Mechanismen hier einbaut in Klaviere. Yes? Mr. Francis York Morgan, du sollst zu Mr. Stewart gehen. Gut aufgepasst, er will dich sehen. Verschieb es aber nicht auf morgen, das brächte dir nur Leid und Sorgen. Bis alles Nötigste gesagt, werde ich die Vordertür verschließen. Das hat sich nicht gereimt. Falls Hunger oder Schlaf dich plagt, was unser ist, kannst du genießen. Okay, du bist creepy. Du bist echt creepy. Mich würde es nicht wundern, wenn du der Mörder bist. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Kann ich nicht rennen? Doch. Oh ja. Was haben wir hier? Ich kann die Noten hier angucken. Sinfonie Nummer 3, Eroica. Nummer 5, Schicksalssinfonie. Sinfonie Nummer 6, Pastorale. Von den vielen Partituren sind nur diese 3 aufgeschlagen. Wenn Harry das getan hat, muss es etwas Bestimmtes bedeuten, ja. Ist bestimmt nachher für ein Rätsel wichtig. Creepy. Ich kann ihn nochmal speichern. Da muss ich nachher rein. Kann ich auch in die anderen Räume reingehen? Da steht Gästezimmer Nummer 4. Es ist nicht abgeschlossen. Das könnte recht gastlich sein. Ja, nee. Obvious. Gästezimmer Nummer 5. Kann ich in die ganzen Räume hier reingehen? Die Tür ist auch nicht verschlossen. Gästezimmer Nummer 6. Wozu eigentlich 6 Gästezimmer? Ja, falls er mal Besuch da hat. So große Familie und so. Schon mal daran gedacht? Was ist die anderen? Gästezimmer Nummer 3. Wartet schon auf Gäste. Die ist auch nicht verschlossen. Müsste das die Gästezimmer Nummer 2 sein? Hat er überhaupt je Gäste? Wieso rennt er denn nicht? Gästezimmer Nummer 1. Ich weiß, ich gehe jetzt einfach mal in ein Gästezimmer rein und gucke mir das mal an. Regenschirm für Gästezimmer Nummer 1. Ein Schirmständer mit einem Schirm, auf dem 1 steht, das passt zur Zimmernummer. Wozu muss man denn die Regenschirme durchnummerieren? Okay. Gut, ich habe mal den Regenschirm genommen. Hier kann ich schlafen, kann mich umziehen und kann mich rasieren. Okay. Muss ich jetzt in die anderen Gästezimmer gehen und die anderen Regenschirme auch holen? Ich gehe einfach mal jetzt hier ins Dingzimmer. Da steht Salon. Die Tür ist zu, hat aber kein Schloss. Lässt sie sich etwa anders öffnen? Hey, was? Okay. Ich muss jetzt anscheinend doch ein Rätsel lösen. Gut. Dann gehe ich mal kurz in die anderen Gästezimmer und tu mir mal die anderen Regenschirme. I don't know. Machen wir jetzt einfach mal.
Was haben wir hier? Rindfleisch! Rindfleisch! Ich will das haben, ich will das haben. Warte. Wir tun einfach irgendwas anderes essen. Gerade. Oder wegwerfen. Komm schon. Es ist so leise, hier ist die ganze Zeit keine Musik. Ich fühle mich ganz, ganz komisch. Warum haben wir denn wenig Käse? Haben wir zweimal Käse gegessen? Und jetzt können wir hier das Rindfleisch nehmen. Hochwertiges Rindfleisch. Das wird uns gute Dienste erweisen. Und hier ist der Regenschirm für Zimmer Nummer 2. Okay, gut. Es sind insgesamt 6 Gästezimmer. Das heißt, ich muss am Ende 6 Regenschirme haben. Was auch immer ich dann mit den Regenschirmen machen muss, ist eine andere Frage. Kann ich wieder nur schlafen? Okay. Die haben auch verschiedene Farben, die Regenschirme. Gibt es sonst noch irgendwas? Nein. Dann gucken wir mal nach den anderen Regenschirmen. Die Tür hier war auch offen, ne? Das ist aber kein Gästezimmer, oder? Nee, es geht nach draußen. Oh. Oh, okay. Achso, die haben Regenschirme und die haben keine Regenschirme. Eine Statue. Ein Kavallerist. Er hielt offenbar etwas. Ein Springfield-Gewehr vielleicht? Nee, Regenschirme. Die haben alle Regenschirme getragen. Harry ist hier hinter. Ja, okay. Da müsste ich jetzt logischerweise auf der anderen Seite rauskommen bei den anderen 3 Regenschirmen. Welche Regenschirme ich denen geben muss, ist wohl eine andere Frage. Oh, das ist verkehrt rum. Nimm Regenschirm für Nummer 6. Sonst noch irgendwas? Nein. Ich mag das, wenn er so durch die Türen durchdasht. Hier müssten noch 2 Stück sein. Ist auch nicht. Ein Regenschirm fehlt noch. Ich habe schon so eine Vermutung, was es mit den Regenschirmen auf sich hat. Ich habe eine Vermutung. Aber erstmal möchte ich den letzten Regenschirm aufheben. Oh, hier habe ich einen Kasten für meine Waffen und so. Okay. Habe ich alle. Gut zu wissen. Gut, dann, ich glaube nämlich, hier haben wir ja diese Sinfonieblätter, das müssten eigentlich Nummern sein von den Regenschirmen, die wir brauchen. 3, 5, 6. Okay. 3, 5, 6. Das müsste hier hinten der Raum sein. Der hier. Bitte kann jetzt langsam wieder Musik kommen, das macht mich nervös, dass hier keine Musik ist. In welcher Richtung machen wir das bloß? Eine Kavalleristenstatue. Okay, machen wir mal von links nach rechts. 3. Ist das richtig? Ah, das ist richtig, okay. Gut, dann haben wir 3. Hier haben wir 5. Und hier hätten wir dann 6 am letzten. Perfekt, das war ein einfaches Rätsel. Gut. Rätsel gelöst, wir können weitermachen. Warum auch Harry denkt, er müsste mich jetzt hier auf die Probe stellen mit so komischen Rätselchen. Das ist ein bisschen verdächtig. Aber Harry ist ja eh so ein komischer Kauz. Also von daher sei es ihm nachgestellt, dass er hier so komische Sachen macht. Jetzt bin ich einmal komplett außen rum gelaufen. Das war dumm. Aber ich glaube, ich sollte lieber nochmal davor speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein.
schauen, was uns erwartet. Du kannst aber nicht mit mir reden, ne? Weil du nicht reden kannst. Also bringt unser Gespräch ja eigentlich gar nichts, solange dein kleiner Bimbo da nicht da ist. Ich wollte gerade sagen, der Bimbo muss auch kommen. Oh, Musik, endlich. Mr. Francis York Morgan, Ja. please have some tea while it is hot. Too much coffee for your body will make it rot. Das ist nicht nett. You seem well prepared. Almost as though you knew I would be coming today. Mr. Stewart is particular about the best timing for all things. Now please, drink some tea and enjoy the good health it brings. I'm sorry, Harry, but I just don't like tea. Mr. Francis York Oh, Morgan, das musst du nicht jedes Mal some sagen. tea with sugar is what's best in mind. By your body that looks so tired. So says Mr. Stewart. Er ist cool. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn cool. Da ist doch irgendwas drin in dem Tee. Da ist doch irgendwas drin. Harry, where did you get these seeds? Das ist gerade nicht cool. Ist Harry der Mörder? Oh, das ist eine lange Nachricht. Ich weiß gar nicht, was... Oh. Mr. Francis York Morgan, those seeds were found in our town in a certain specific place. More seeds are there, you will see, when you find that certain space. Come back to me and we shall talk after you find that certain place. So says Mr. Stewart. Harry, so you like to play games? Ja, das hat man ja gesehen an dem Haus. Mr. Francis York Morgan, a hint for you to find this location. It is most crowded and most quiet, and gives a cold sensation. So says Mr. Stewart. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. All right. So you're not going to talk unless I find this certain place. I'll play along. Ich habe keine Ahnung, wo das sein könnte. Teepause, der Name hat Sinn ergeben. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich krieg wieder Kohle, das ist nice. Kann ich dann wieder für Sachen ausgeben. Ich gebe mein Geld irgendwie für gar nichts aus. Ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch. Ich glaube, ich mache hier echt irgendwas falsch. Aber wo könnte das denn sein, wo es denn die Samen gibt? Ich schätze mal irgendwo im Wald vielleicht? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwo im Wald. Irgendwas, wo es bevölkert ist und wo es einem kalt über den Rücken läuft. Ich habe keine Ahnung. Zach, let the treasure hunt begin. Ich habe doch keine Ahnung. A crowded place, and yet it is very quiet there. Have you figured it out, Zach? Nein. Ehrlich gestanden nicht. Ich habe keine Ahnung. Must be the graveyard. There's lots of people there, but none of them can speak. Oh, So let's get going to the graveyard. das ist logisch. Okay, darauf wäre ich echt nicht gekommen. Roter Samen. Oh je, oh je, oh je. Aber trotzdem würde ich sagen, beenden wir die Episode für heute. Nächste Folge werden wir uns dann zusammen auf den Weg zum Friedhof begeben. Und werden sehen, ob wir die roten Samen tatsächlich finden. Dann werden wir wahrscheinlich zurück zu Harry kommen. Also es ist so ein ewiger Kreislauf von Harry, der mit uns Spielchen spielt und wir dann die Spielchen lösen wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart, auch wenn es nur eine etwas kürzere Folge war. Lasst einen Like da oder einen Kommentar, falls euch es gefallen hat, falls ihr mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!